Die Ruinen der Burg Hohengeroldsegg liegen auf einer Anhöhe zwischen dem Kinzigtal und dem Schuttertal. Walter von Geroldsegg ließ die Burg im Zeitraum von 1240 bis 1250 erbauen. Unter ihm befanden sich die Geroldsegger auf dem Zenit ihrer Macht. Auch nach seinem Tod 1277 war Hohengeroldsegg Stammburg und Mittelpunkt ihrer Herrschaft. Diese umfasste die Gebiete von Lahr, Malberg, Schiltach sowie die Klöster Schuttern und Ettenheim-Münster. Zudem gehörte auch die Landvogtei zu beiden Seiten des Rheins von Basel bis Selz zu ihrem Besitz. Im Jahr 1442 kaufte Markgraf Jakob I. von Baden den Geroldseggern die Hälfte der Herrschaften Lahr und Malberg für 30.000 Gulden ab. 1486 belagerte Pfalzgraf Philipp I., auch Philipp der Aufrichtige genannt, die Burg. Nach einer 6 Wochen andauernden Beschießung konnte sie schließlich eingenommen werden. Bis 1534 blieb sie im Besitz der Kurpfalz. Danach scheint sie wieder an die Herren von Geroldsegg zurückgegeben worden zu sein. Diese bewohnten die Burg noch bis 1599. In jenem Jahr verlegten sie ihren Sitz nach Schloss Dautenstein in Seelbach. Nach dem Tod von Jakob von Hohengeroldsegg im Jahr 1634 war seine Tochter Anna Maria die einzige Erbin. Da er keinen männlichen Erben hatte, betrachteten die Habsburger die ganze Herrschaft als an sie zurückgefallenes Lehen. Und so ignorierte Kaiser Ferdinand II. Die Ansprüche der Erbin. Er hatte den Besitz nämlich schon dem militärisch erfolgreichen Grafen Adam Philipp IX. Von Kronberg versprochen. Als dieser 1634 in einem Feldzug starb, wurde sein noch unmündiger Sohn Kraft Adolf Otto mit der Burg belehnt. Im Jahr 1689 zerstörten französische Truppen die Burg im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges. 1692 starb Graf Kraft Otto von Kronberg. Da seine 4 ehelichen Kinder bereits vor ihm gestorben waren, gab es keine legitimen Erben. Anna Maria von Hohengeroldsegg hatte 1644 Markgraf Friedrich V. von Baden-Durach geheiratet. Und so ließ Markgraf Friedrich Magnus den von seinem Großvater geerbten Anspruch auf die Herrschaft Hohengeroldsegg wieder aufleben. Er nahm die Ländereien ein halbes Jahr nach dem Tod des Grafen von Kronberg in Besitz. Doch auch dieses Mal hatten die Habsburger die Herrschaft wieder jemand anderem versprochen. Von ihnen auserkoren war Karl Caspar Franz von der Leyen. 1695 entsandte der österreichische Landvogt in der Ortenau, Karl II. Von Neveu, ein 300 Mann starkes Regiment in die Herrschaft Hohengeroldsegg. In seinem Auftrag entfernten die Soldaten die badischen Wappen, nahmen Schloss Dautenstein ein und vertrieben die Beamten. Von der Bevölkerung wurde verlangt, dass sie Karl Caspar Franz von der Leyen huldigten. Seither gehört die Burgruine der Familie von der Leyen. Ohne ihre Vorwerke hatte die Anlage eine Fläche von 95 x 50 Meter. Entlang der 2,10 Meter dicken Ringmauer gab es einen Wehrgang mit Schießscharten. Die beiden auf dem Felsen errichteten Wohngebäude waren etwa 50 Meter lang und maximal 20 Meter breit. Getrennt waren sie durch einen Hof. Die Fassade eines der Gebäude, jene des Ritterhauses, ist noch weitgehend erhalten. Im zweiten der insgesamt 4 Stockwerke
befand sich ein 80 Quadratmeter großer Rittersaal. Seit 1958 wird die Burgruine vom Verein zur Erhaltung der Burgruine Hohengeroldsegg e.V. gehegt und gepflegt.